Hallo und willkommen zurück zu meinem Tuk-Tuk-Roadtrip durch Sri Lanka. Heute erwartet mich Tag 3 und der hat es wirklich in sich. Es geht von Negombo Richtung Puttalam, ganze 220 Kilometer voller Abenteuer. Mein Tag startet in Negombo und das erste Highlight ist der St. Anne National Shrine, einer der heiligsten Kirchen Sri Lankas. Und ja, ich fuhr dort sogar erst einmal eine Nonne zum Arzt. Und göttlichen Beistand für meinen Roadtrip kann ich gebrauchen. Danach tauchte ich in die uralte Welt des hinduistischen Sri Muneeswaran Tempel ein. Zum Tagesabschluss erreiche ich die atemberaubende Puttalam-Lagune, ein türkisfarbenes Paradies für Wassersportler, bevor ich den Tag mit einem Sonnenuntergang am Kalpitiya Beach ausklingen ließ. Bist du bereit für die Fahrt? Dann bleib dran. Rucksack gepackt, Kamera bereit. Ein Ticket in die Freiheit, das ist alles, was ich brauch. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa, mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele. Meine erste Station heute von Negombo nach Puttalam ist hier an dem St. Anne National Shrine und das ist einer der ältesten katholischen Kirchen und die schaue ich mir jetzt mal an. Ja, lass uns einfach mal reingehen. Die kurvenreiche Straße brachte mich etwas weg von der Küste und es empfing mich ein Ort der Ruhe und des Glaubens. Als ich an der Kirche anhielt, sprach mich eine Nonne an und bittete mich zum Arzt zu fahren, da sie zu schwach sei, um zu laufen. Selbstverständlich fuhr ich sie zum Arzt und zum Dank will sie für mich beten, damit ich eine sichere und gute Reise habe. Wie schon gesagt, ist der St. Anne's National Shrine eine der ältesten katholischen Kirchen in Sri Lanka und wurde nach der Ankunft der Portugiesen im 16. Jahrhundert gegründet. Sie ist der heiligen Anna gewidmet und viele Menschen kommen hierher, um für ihre Familien und Freunde zu beten. Die Statue der heiligen Anna ist das Herzstück der Kirche und viele Gläubige berichten von wundersamen Heilungen, die sie hier erfahren haben. Dadurch entwickelte sich die Kirche zu einem wichtigen Wallfahrtsort für Katholiken aus dem ganzen Land. Mein zweites Ziel heute auf der Fahrt nach Puttalam ist der Sri Muneeswaran Kondil-Tempel. Das ist ein Hindu-Tempel, den gibt es schon seit, glaube ich, 1000 nach Christus. Und da gehe ich jetzt mal rein und schaue mir den Ganzen mal an, was es da zu sehen gibt. Und ich bin mal gespannt, ob er auch so richtig farbenfroh ist, wie ich das von woanders her kenne, oder ob es eher was Älteres ist. Also, lass uns mal den Tempel erkunden. Los geht's.
Ja, ich habe mir jetzt den Tempel angeschaut und ich muss sagen, er ist wirklich schon sehenswert. Der ist nicht ganz so bunt, wie ich mir vorgestellt habe. Aber im Tempel selbst gibt es noch mal einen kleineren Tempel, der ist wohl älter und der kann schon sehr, sehr alt sein. Also es war schon interessant und ein Stopp auf alle Fälle wert. Wer unterwegs ist nach Puttalam, sollte hier auf alle Fälle halten. Nach der Kirche und dem Tempelkomplex freute ich mich auf das Anavilundava Wetland, das etwas Abwechslung in den heutigen Tag bringen sollte. Das Wetland ist ein Mosaik aus Ökosystemen, in dem es eine faszinierende Mischung aus verschiedenen Lebensräumen, wie zum Beispiel Mangrovenwälder, Süßwasser-Sumpfwälder und Salzwasserseen und viele Tiere zu bestaunen sind. Der kurze Stopp auf der Tuk-Tuk-Route nach Puttalam kam leider nicht zustande, da mich Google Maps vom Weg abbrachte und ich kreuz und quer durch die Gegend bei den Wetlands fuhr, aber den Ausgangspunkt nicht fand. Daher entschied ich mich nach einer halben Stunde weiterzufahren. Mittlerweile war es schon weit nach 13 Uhr und auf meiner Route sah ich nie ein kleines Restaurant, bei dem ich etwas zu essen bekommen sollte. Bis ich plötzlich dieses sah. Scharf bremsen, parken und Lunchtime. Thank you. Thank you. Das Essen ist wirklich richtig lecker und es ist gar nicht so scharf. Ich habe es schärfer erwartet.
Ich genoss den Fahrtwind der nächsten 2 Stunden und freute mich schon, meine Unterkunft am Kalpitia Beach zu erreichen. Die kleine Hütte ist sehr nett und nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt liegt der Strand samt Bar, an dem ich nachher meinen Sundowner genießen möchte. Nachdem ich meine Tasche und Rucksack abgelegt hatte, ging es an den Kalpia Beach. Hi brother. Hello, Hello. you have ice cream? Good one. Badrali. Badrali. And I, which one you have? This or this? This one? And I take one this. Thank you. Ich bin jetzt hier oben in Kalpitia angekommen. Das ist der Beach von Kalpitia. Der geht ungefähr, ja, denken wir, gute 2 Kilometer. Hier wird Kite gesurft. Das sieht man auch hinten am Horizont. Auf der anderen Seite wird gebadet von den Locals. Ich habe mir mal ein Eis gegönnt. Genieße jetzt hier noch den Beach ein bisschen. Und dann werde ich mir noch mal wahrscheinlich die Lagune drüben auf der anderen Seite anschauen. Ja, und dann geht's ab zurück in meine Unterkunft. Jetzt gibt es ein Feierabendsbierchen und extra mal ein bisschen Eis bestellt in Thailand, dass das Ganze auch ein bisschen kalt bleibt. Ja, das war jetzt die kleine Roadtrip-Tour nach Puttalam hoch von Negombo aus und ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich habe einiges gesehen, ich fand es cool für den Roadtrip und der erste Tag auf 3 Rädern. Mir hat Spaß gemacht, ich fand es cool. Ich hoffe, so geht es weiter und genauso, so geht es weiter. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch einfach. Gib mir einen Daumen hoch und wenn noch nicht passiert, abonniere den Kanal, drück einfach auf die Glocke, dann bekommst du auch ganz einfach eine Nachricht, wenn das nächste Video online ist. Und jetzt sage ich Prost auf einen gelungenen Feierabend. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch kühle Oasen Asiens und über die Schnee. Was dich in der nächsten Folge erwartet, unser Tuk-Tuk-Roadtrip durch Sri Lanka geht weiter. Die nächste Etappe geht nach Anuradhapura und beträgt ungefähr 80 Kilometer. Sri Lankas heilige Stadt der Stulpas beherbergt einige UNESCO-Weltkulturerbe, die von der Größe und dem Reichtum des antiken Königsreichs zeugen. Lass uns gemeinsam einige der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Anuradhapuras erkunden. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens
Und über die Städte deckt den Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel. Entdecke ich die Welt, will nur rocken, das ist mein Leben. Weiten, mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Zug.